So, ich darf mich recht herzlich bedanken auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Richard Rau. Ich bin euer Moderator heute sozusagen und führe euch durch die Startup Pitches. Ich bin von der Firma Campus Founders vom Bildungscampus in Heilbronn. Wir sind das Startup und Co-Innovation Hub in Heilbronn, gefördert von der Dieter-Schwarz-Stiftung. Ich würde euch zum allerersten mal ganz kurz erzählen, was wir auf dem Campus treiben, was wir hier in der Region Heilbronn machen, natürlich auch mit starkem Bezug darauf, was bringt euch das als Firmenlandschaft, wie können Startups mit interagieren und was bauen wir hier als Innovations- und Startup-Ökosystem auf und was passiert in Heilbronn in den nächsten 10 Jahren. Ja? So, zuerst mal ein kleiner Blick auf unser neues Zuhause. Das ist das sogenannte Gravity-Gebäude auf dem Bildungscampus Mitte. Wir sind gerade mitten in der Bauabnahme, also es ist kein Visual mehr, es ist Realität. Und ich bin da gestern drin gestanden mit dem Henrik Schunk und habe mir das angeguckt und wir waren sehr, sehr begeistert, wie es doch auch fertig geworden ist. Es wird ein Gebäude des Entrepreneurship und Co-Innovation, Co-Kreation zwischen Startups und Firmen vorantreiben soll und alles beinhaltet vom Foto-Video-Studio bis zur Sky Lounge, wo man After Works mit Corporates und Startups zusammen machen kann, um hier Vernetzung zu betreiben, die sogenannten Serendipity Moments, die zufälligen Begegnungen, aus denen magische Partnerschaften entstehen. Genau das wollen wir kreieren und dieses spezielle Etwas draufstreuen, dass Erfolge rauskommen. Ja? So, was machen die Campus Founders? Ich möchte euch jetzt nicht zu lange mit den Details zuballern. Ich könnte da den ganzen Tag drüber reden. Das fängt an bei der Befähigung von Studenten, Sachen zu lernen, mit denen man Probleme lösen kann. Ja? Design Thinking Methoden, wie analysiere ich Problemfelder, wie baue ich Lösungsfelder, wie stelle ich mich nachher auf eine Bühne und pitche die Lösung, bis zu Inkubatorenprogramme, wo Startups sozusagen ausgebrütet werden, Ideen bearbeitet werden, so lange, dass sie dann als Startup schlüpfen aus dem Inkubatorprogramm. Ab der Mitte findet Gründung statt und dann geht es in den sogenannten Accelerator, einen Beschleuniger für Startups, der 3 Monate geht. Und diese 3 Monate machen wir die Startups richtig fit, feilen am Product Market Fit, an der Beachhead Market Strategie, an sonstigen Themen. Es gibt dementsprechende AI-Track, da gibt es auch noch MLOps, AI-Geschichten, alles dazu. Und dann arbeiten wir auch an Themen später, wenn sie diese kritische Marke und das Wachstum überzeugen und der Markt die Lösung annimmt, dann gehen wir auf Traktion und dann kommen zu Themen auch wie Leadership. Ich habe auf einmal 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter, hurra, jetzt darf ich die alle führen, habe ich noch nie gemacht. Also bin auch noch so früh, dass ich mir jetzt kein teures Executive-Programm kaufen kann. Also gibt es die Karl Schlecht Foundation, die uns hier unterstützt. Karl Schlecht ist der Gründer von Putzmeister, wer die Betonpumpenfirma kennt. Der hat ein Stipendium sozusagen für das Thema Leadership und unterstützt uns hier beim Thema Startup Leadership. Ja. Gibt es noch ein Skalierungsprogramm. Das sind die Damen und Herren dann immer on-site bei uns, sondern kommen immer nur für Blogs rein, weil das stehen sie im Markt und müssen sich durchsetzen, müssen verkaufen, müssen Geschäft anbahnen und da kann man dann immer die ganze Zeit bei uns sein. Da ist auch das Team so groß. So, dazu gibt es auch noch Funding für ganz frühe Pre-Seed-Geschichten. Einmal vom Land BW Pre-Seed und einmal von unserem eigenen Venture Studio. Es gibt Scholarships für frühe Gründer. Und natürlich das Gebäude, die Community und unsere Plattform, die Heilbronn Slushed, ein Festival auf der Theresienwiese, das bald stattfindet, habe ich auch noch was dabei. Wie sieht unser Produkt aus? Ich sage mal immer, Leute können sich da teilweise nicht vorstellen, was unser Produkt ist. Ich sage mal das hier. Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer. Hier haben wir den Philipp, Amber Search. Das ist eine Knowledge Management Plattform für Unternehmen völlig durch die Bank weg. Der hat es geschafft im Batch 4 bei uns. Wir sind jetzt bei Batch 7. Hat er abgeschlossen, graduiert und hat jetzt gerade seine Seed-Runde aufgenommen mit 2,7 Millionen. Hat wahnsinnig viele Kunden überzeugen können im Ökosystem und ja, Strategy Bridge aus München und das sind halt solche Erfolgsgeschichten, die wir auch über die Jahre kreieren müssen. Nach dem Batch dauert es ungefähr immer so ein Jahr, 1,5 Jahre, bis die ersten Seed-Runden dann rauskommen. Und das spürt man jetzt gerade, dass da immer wieder die einzelnen
Funding-Meldungen kommen und wir warten dann noch auf die große Series A. Es dauert dann wieder noch mal eine Weile und ich hoffe, dass es möglichst viele von den Gründern schaffen. Von den Gründern. Bisschen was zur Community, die wir aufbauen. Wir haben über 250 Startups in der Community bei uns. Wir machen im Jahr wirklich über 200 Events. Also bei uns ist fast jede Woche was los. Vom Kaffee und Kuchen, den wir immer donnerstags um 3 machen, Open Door, bis zur großen Heilbronn Slush mit 1000 Personen. Ist da alles mit vertreten. Wir fördern das Thema Female Founders, auch weibliche Gründerinnen. Und wir sind über 1000 Members in der Community. Wie sieht die Community aus? Ich bringe auch immer gerne praktische Bilder mit. Die gucken gerade alle ein bisschen nachdenklich. Das liegt daran auch, wir teilen dort sogenannte Fuck-Up-Stories. Da kommt einer und erzählt, hey, ich habe mein Unternehmen auch mal richtig an die Wand gefahren. Ja? Und das sind die Gründe, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte nicht, dass ihr es auch falsch macht. Ne? Und das ist so dieses Geben. Wenn einer erfolgreich ist, kommt er auch wieder zurück, wird Mentor, Business Angel oder sonst was. Und das ist so dieser Motor, den wir als Community aufbauen wollen, um da Befähigung zu betreiben. Das ist ein Visual vom Ökosystem. Wir sehen hier auch IDS als einer unserer frühesten Förderer der Campus Founders, die hier ganz von Anfang mit der Sigrid dabei waren. Das Ökosystem umfasst alle Bereiche, die mit Startups interagieren. Wir haben hier die 3 Bereiche, mit denen sind wir am intensivsten vernetzt. Wir haben die Talente von der Universität, da kommen zum einen Ausgründungen her, aber auch Talente, die zum Beispiel in Startups als Mitarbeiter anfangen. Wir haben die Firmenlandschaft, Brot und Butter für die Startups, die müssen Kunden gewinnen. Und dann braucht man meistens auch noch Geld, wenn es nicht bootstrapped ist. Da braucht man dann Venture Capitals, Banken, Wirtschaftsministerium, Förderungsarme, alles, was es gibt, EU-Förderung. It takes a village to raise a child, it takes an ecosystem to raise a startup. Das ist immer das Motto, das wir verfolgen. Ohne das, Gründen ist schon hart genug, ja, kriegt man graue Haare von. Und hoffentlich können wir es dadurch ein bisschen förderlicher machen, ein bisschen mehr Fun und ein bisschen dynamischer noch. Dann, was passiert jetzt am Bildungscampus in Heilbronn? Noch ein kleiner Abriss zum Ökosystem. Ihr seht hier schon die Visuals mit der Seilbahn. Wir bauen in den nächsten 10 Jahren den Bildungscampus in Heilbronn nochmal massiv aus. Wir bauen von 16 aktuellen Bestandsgebäuden 30 auf 30 Gebäude auf. Die Fläche wird sich von 115.000 Quadratmeter auf 275.000 Quadratmeter erhöhen. Wir werden 17 neue Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen an den Campus in Heilbronn onboarden. Die Studentenschaft von 8.000 Studenten aktuell wird auf 20.000 Studenten skaliert. So, was brauchen wir dazu? Vieles. Das ist der Campus, den wir jetzt haben, die Keimzelle, vor 10 Jahren gestartet hier, Campus Ost. Campus Mitte, den wir hier sehen, wo wir auch jetzt unser neues Zuhause finden. Bitte hier auf das Parkhaus achten. Das ist der Bildungscampus West, der gerade in den Tiefbauarbeiten, in den ersten Tiefbauarbeiten ist. Wir werden hier alles drin haben, von einem riesen Reallabor, Fraunhofer, Heilbronn Forschungs- und Innovationszentrum mit 260 Forschern in Vollzeit und 8 Forschungsclustern, von Quanten-KI über Robotik, über Cybersecurity. Da wird es einen Cyber-Range geben, wo du virtuell angegriffen wirst als ITler. Da gibt es, ich zeige es mal hier, ein Hochhaus der TU München. Die TU München wird nochmal massiv skalieren. Wir sehen hier auch, die müssen irgendwo leben. Wir haben hier ein riesen Studentenwohnheim mit Ärztezentrum drin und mit Läden und allem, was dazu gehört. Die Studenten müssen auch essen. Die 8.000 Studenten sind mit der jetzigen Mensa ans Limit gekommen und das wird die neue Mensa. Hier erkennt man noch die Werft des jetzigen Schifffahrtamts in Heilbronn am Neckar. Und hier oben sieht man dann das Reallabor von Fraunhofer, diese 2 Gebäude mit dem Reallabor in der Mitte. Das sind auch nochmal universitäre Gebäude hier. Ich möchte noch darauf hinweisen, kommt gerne zur Heilbronn Slush am 23.10. Es gibt noch Tickets, nicht mehr lange. Wir sind dem Ausverkauf bald nahe. Startup Festival, ursprünglich aus Helsinki. Wir haben die deutsche Franchise-Lizenz, das durchzuführen, exklusiv für Deutschland, aber kuratiert und begrenzt auf 1000 Personen. Auf der Theresienwiese in Heilbronn. Es wird spannend und es wird interessant und lustig.
kommt vorbei. Das war's von meiner Seite und ich bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt freue ich mich besonders, coole Startups anzukündigen und ich freue mich vor allem auf spannende Pitches. Wir haben den Timo, der beginnen würde und jetzt glaube ich noch deine Meeting Notes hier hinschieben. Ne? Ja, super, macht ihr durch. Dankeschön. So, Timo, Firma Prenote. Ihr baut eine modulare Industrial IoT-Plattform, AssetCore der Name. Und du hast uns heute ein paar super Use Cases auch mit spannenden OEMs mitgebracht, habe ich gesehen. Richtig. Dann würde ich sagen, Dankeschön. take it away und wir sind gespannt. Jawohl. Der Timer läuft. Kleinen Moment. Hier. Der wird sich dann bemerkbar machen. Ne? 5 Minutes Pitch. Ja, super. Also von mir auch noch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier heute pitchen zu können. Mein Name ist Timo Schneider. Ich bin von der Firma Prenote. Wir sind ein Digitalisierungsdienstleister in Karlsruhe. Bisschen anderes Startup. Wir haben kein externes Funding. Wir wachsen organisch mit unseren Kunden. Sind ungefähr 20 Köpfe über die letzten Jahre gewachsen und machen das auch ganz explizit so. Genau, wir bauen intelligente und vernetzte Softwarelösungen mit den Schwerpunkten IoT und KI. Buzzwords, die, glaube ich, in aller Munde sind. IoT heißt für uns, Daten aus der physischen Welt mit entsprechender Sensorik in die digitale Welt zu bringen, um das Ganze dann mit KI-Algorithmen entsprechend auszuwerten und dann wirklich die Mehrwerte darauf zu schaffen. Genau, wir arbeiten da mit vielen verschiedenen Kunden in der Industrie zusammen, in der Fertigung und im Maschinenbau. Und wir sehen eigentlich, dass der Weg zu einer smarten Industrie immer in 3 Phasen abläuft. Und so die erste Phase ist klar, es ist so das Thema Grundlagen schaffen. Ja? Da geht es um die Themen, erstmal zu erkennen, was passiert hier eigentlich an meiner Anlage. Erstmal Einblicke zu schaffen. Auch zu überlegen, welche Daten muss ich denn für später überhaupt erheben und wozu mache ich das eigentlich? Das heißt, Buzzwords hier sind so Thema Connectivity erstmal, aber auch Visibility, also Sichtbarkeit zu schaffen. Wenn man die Grundlagen geschaffen hat, geht es darum, die Daten dann auch wirklich zu nutzen. Also nicht einfach nur zu speichern, sondern wirklich sich zu überlegen in konkreten Use Cases mit einem sichtbaren Return on Invest, okay, wie baue ich jetzt auf diese Daten auf? Ja? Also hier werden die Fragen gestellt, warum passiert vielleicht etwas, um die Daten auszuwerten und auch in die Richtung Prädiktion zu gehen, also zu sagen, was passiert, was wird vielleicht irgendwann passieren. Das heißt, hier geht es vor allem um die Themen, nochmal klare Transparenz zu schaffen und auch ein Verständnis dafür zu schaffen, was in der Anlage, was in dem Fertigungsprozess passiert. Und eben auch die Themen Predictive Insights, Predictive Maintenance bewegen sich so auf der Stufe. Und wenn man die 2 Stufen genommen hat, dann kann man hier übergehen und wirklich datenzentrische Systeme aufbauen. Das heißt für uns, wir bauen mit unseren Kunden, mit den gesammelten Datensysteme, die wirklich aus Feedback lernen können. Ja? Wir haben vorhin im VDMA-Vortrag, haben Sie es vielleicht gehört, in den nächsten 10 Jahren werden 25% der Werker in Rente gehen. Und es schreit ja danach, dass es Systeme geben muss, heute schon, die dieses Wissen, was in den Köpfen steckt, in irgendeiner Form externalisiert und formalisiert. Ja. Und wir bauen diese Systeme auf, um quasi selbstoptimierende KIs zu haben, um dieses Wissen rauszuziehen und in irgendeiner Form in ein System, in ein selbstlernendes System zu übertragen. Der Mensch ist dabei auch immer in der Loop, aber die Systeme sollen Stück für Stück und kontinuierlich verbessert werden können. Ja. Wenn man sich jetzt mal die Schwerpunkte anguckt, klar, am Anfang geht es vor allem auch um das Thema Sensorik, auch für Kameras und im späteren Reifegraden geht es vor allem noch um diese Feedback-Mechanismen Mensch-Maschine aufzubauen. Ja. Um das möglich zu machen, haben wir ein System entwickelt, AssetCore. Und AssetCore ist für uns so ein Baukastensystem mit verschiedenen Modulen. Einerseits für das Thema Anlagenanbindung, aber auch Signalübertragung, Videostreamübertragung, Übertragung von Signalen, von Sensorwerten. Das Thema Event-Logging, also die Speicherung von, es ist irgendwas Interessantes passiert, irgendein Event ist aufgetaucht, zum Beispiel die Maschine steht, das Ganze in ein Datenpaket zu packen, um hinterher eine Historie zu haben, zu sehen, was ist passiert und nachvollziehen zu können, warum ist es vielleicht passiert. Und das Ganze verbunden mit einer KI-Schicht, die entsprechend Computer Vision und andere Machine Learning Methoden dann hier
integriert, um das Ganze dann auch visualisieren zu können. Ja. Damit können wir also die Themen Monitoring, Analyse und Visualisierung mit unserem Baukasten abbilden und setzen da mit unseren Kunden ganz verschiedene Use Cases um. Was heißt das jetzt konkret? Ich habe mal 3 verschiedene Beispiele mitgebracht. Beispiel 1 ist die industrielle Dashcam, die wir mit DMG Mori umgesetzt haben. Ja, die Dashcam kennen Sie vom Auto. Wenn irgendwas passiert an der Anlage oder eine Störung auftritt, dann wird ein Video aufgezeichnet. Und warum? Ja, damit man hinterher nochmal nachvollziehen kann, okay, was ist da vielleicht passiert, wie oft passiert irgendwie der gleiche Fehler und was oder vielleicht auch wer war die Ursache dafür. Das zweite Beispiel, das ich mitbringe, ist das Thema Smart Remote Operation, das wir mit der Firma Trumpf umsetzen. Ja, hier geht es darum, dass Lasermaschinen aus der Ferne gemonitort werden können und ferngesteuert werden können, um aus der Ferne auch wirklich Fehler zu beheben. Was man dafür braucht, ist natürlich auch aus der Ferne einen gewissen Einblick in die Anlagen und in die Maschinen, um eine Situation gut einschätzen zu können. Das heißt, hier auch das Thema Kameras, ein ganz großes Thema, mehrere Kameras, um wirklich den gesamten Einblick zu haben. Und darauf aufbauend baut Trumpf auch ganz neue Services und Geschäftsmodelle auf. Ja. Da geht es wirklich darum, dass aus der Ferne ein Trumpf-Experte viele dieser Maschinen auf der ganzen Welt betreuen kann, überwachen kann und entstören kann im Fehlerfall. Und wen das interessiert, es wird nachher auch noch einen Vortrag von Trumpf geben, genau zu diesem Thema von Willi Pönitz, den kann ich das dann nur ans Herz legen. Genau, und der dritte Anwendungsfall, klar, der ist auch relativ naheliegend, haben wir heute auch schon öfter gehört, Thema visuelle Inspektion setzen wir auch öfter um, meistens als integrierte, also inline in der Fertigung integriert, wo es dann auch um die Themen geht, verschiedene Systeme anzubinden, Automatisierung umzusetzen, den Werker zu benachrichtigen, Teile auszuschleusen. Das heißt, diese Integrationsmöglichkeiten haben wir da auch. Wir haben drüben auch den Demonstrator aufgebaut von uns in der Startup Area. Kommt ihr da gerne mal vorbei, schauen Sie sich das an. Genau, aber ja, ich bin auch schon über meiner Zeit. All das entwickeln wir, wie gesagt, mit unserem modularen Baukastenprinzip Asset Core. Immer mit dem Ziel, Daten sichtbar zu machen, Daten nutzbar zu machen und Systeme dann entsprechend lernfähig zu machen. Ja. Wenn es interessiert, kommen Sie gerne dann auf mich zu, connecten Sie mich gerne auf LinkedIn. Ich bin aber heute auch noch den ganzen Tag in der Startup Area einen Raum weiter vertreten. Das heißt, kommen Sie da gerne mal vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Austausch. Dankeschön. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. War sehr interessant, Timo. Wir haben Zeit für eine kurze Q&A. Gerne. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Wieder gab es von Schulabwässern. Ich habe mal eine Frage zum Bereich Remote-Steuerung von den Anlagen. Wir haben ja ganz oft das Problem, dass die Kunden nicht die Netzwerkstruktur haben und auch die Anbindung nach außen. Wie man eine sichere Anbindung haben will und welche Anbindung man dazu lässt. Also wird ja bei Trumpf ähnlich sein. Ihre Maschinen stehen ja bei ähnlichen Kunden wie unsere. Aber da in ein Netzwerk rein oder rauszukommen, wenn man da, ich sag mal, einen Wartungszugang zu einer Maschine freigestaltet kriegt für eine halbe Stunde ist man schon glücklich oder weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind und ob Sie vielleicht sogar Lösungen in dem Bereich haben oder sagen, auch hier und die Art, wie man diese Zugänge herstellt, sodass man dann so eine Remote Operation auch tatsächlich dann realisieren kann. Ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ja. Dieses Thema Remote Operation von einem ganz anderen Maschinenbetreiber ist ja wirklich, ich sag mal so, die weiteste Stufe, die man gehen kann in so einem Reifegradmodell. Ja. Oft ist diese Lösung vielleicht auch für den Kunden selbst gedacht. Das heißt, da stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht unbedingt, also da reicht es vielleicht schon in der gleichen Werkshalle, im gleichen Netzwerk zu sein und diese Lösung zu haben, auf einem Tablet vielleicht in die Anlage reingucken zu können. Das sehen wir auch ganz oft. Ja. Also das ist so der eine Bereich. Klar, wenn es darum geht, dass man wirklich von außen, von der Cloud, auch andere Leute Einblick haben können sollen in die Maschine, dann geht es um das Thema Berechtigungskonzepte, dann geht es auch ganz viel um die rechtliche Thematik, wer darf da wann überhaupt reinschauen. Das heißt, das ist wirklich natürlich dann auch innerhalb des
des Geschäftsmodells dann nochmal ganzheitlich zu denken, nicht nur auf der technischen Ebene. Auf der technischen Ebene ja, setzen wir da auch auf verschiedene Drittanbieter, die dann also einerseits hardware-seitig als auch software-seitig, die das Ganze dann ermöglichen. Also der erste Schritt für Sie sind die Inhouse-Lösungen sozusagen, was dann daraus geht dann weiter. Definitiv der einfachere Schritt, weil wir ja auch wenig im Organisatorischen wirken können. Ja? Das heißt, das muss auch von innen natürlich stark getrieben und ja, realisiert werden. Danke. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sind wir einen weiteren Schritt zum Homeoffice für den Maschinenbediener. Ja, oder so wie es gerade auch gesagt wird, für den, der die hergestellt hat, die Anlagen, da mit den Kunden unterstützen zu können, hat man ganz andere. Das ist natürlich auch ein Versicherungsthema, selbstverständlich. Aber ich denke, das muss man dann vollumfänglich auch mit dem OEM, mit dem Wartungspersonal, mit der Firma, die die Anwender stellt, die Machine Operators und alles im rechtlichen Rahmen, im IT-rechtlichen und im Zugangslösungen klären. Auch spannend, richtig spannend und auch gut, dass es sowas gibt. Ich habe früher selber viele Kunden gehabt im tiefen Süden von Indien. Wenn man da eine Störung auf der Anlage hatte, das war Gold wert, sich da remote aufzuschalten. Problem Solver um die Welt rum kann auf jeden Fall einiges an Befähigung auslösen, braucht aber auch Rahmenbedingungen. Danke vielmals. Dankeschön. So, wir kommen zu Rabbit AI. Marcel Gutsche, wir freuen uns, du hast uns eine coole Lösung mitgebracht zum Thema In-Cabin Systems und Vision. Ich übergebe dir somit den Pitch-Stick und ich wünsche einen guten Pitch. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Marcel Gutsche, einer der Mitgründer von Rabbit AI. So, hier sind wir, genau. Und wir erstellen Ground Truth für zuverlässige KI im Fahrzeug. Dazu liefern wir sehr präzise Echtweltdaten, um eben KI-Systeme anzutrainieren, aber auch um zu validieren. Das Problem, was wir lösen, ist, dass Algorithmen in der Realität oft in so eine Falle stolpern. Die sind im Labor super, ne? Also die Performance ist klasse, aber sobald man das auf die Straße bringen möchte oder so, dann droppt das dann. Das kann an sehr vielen verschiedenen Dingen liegen, zum Beispiel die Varianz der Leute, die in einem Auto sitzen. Nehmen wir mal an, wir haben irgendwie in unseren Cases nur mit hellen Hauttypen zum Beispiel trainiert und jetzt kommen dunkelhäutige Leute ins Auto oder so, schon stimmt die Performance nicht mehr und das ist natürlich irgendwie ja auch so ein Brandschaden natürlich auch einfach, wenn dann plötzlich die KI-Systeme dort versagen, wenn da plötzlich Diversität auftaucht, die irgendwie nicht berücksichtigt worden ist vorher. Und solche Sachen gibt es zuhauf, die man auch gar nicht alle vorhinab irgendwie unbedingt sich vorstellen kann. Deswegen ist es enorm wichtig, dass man irgendwie immer in der Echtwelt auch nochmal aufnimmt und guckt und schaut, tut mein System denn eigentlich. So, wir lösen das folgendermaßen. Wir haben ein Multiview-Stereo-Kamera-Setup. Das können wir auf Autos schnallen. Geplant ist das auch in Autos wirklich hineinzubringen, um auch während der Fahrt Ground Truth aufnehmen zu können. Und das hat nun eben den Vorteil einerseits, dass wir direkt reale Daten aufnehmen. Andererseits können wir auch bestimmte Aspekte trennen, weil für einen Automobilhersteller, der mehrere Fahrzeugtypen hat, ist es ziemlicher Aufwand, diese Kampagnen eben zu fahren. Die muss er fahren. Es gibt Regularien, die sagen, du kannst jetzt nicht einfach nur synthetische Daten nehmen, du brauchst echte Daten. Aber wenn du dann eben irgendwie 10 verschiedene Modelle hast und immer wieder die gleiche Kampagne fahren musst, mit den gleichen Leuten, die die gleichen Sachen machen, dann geht sehr viel Geld und Zeit einfach ins Land. Und durch sein Multiview-Kamera-Setup kann man diese beiden Aspekte nur einfach trennen. Also die Geometrie von verschiedenen Plattformen, von verschiedenen Fahrzeugtypen zu den Leuten, die entsprechende Sachen machen. Wir können die 3D aufnehmen, digitale Zwillinge haben und die auch virtuell in neue Autos stecken. Auch die Kameraposition im Nachhinein eben verändern. Das alles auf echten Daten. Und das ist dann eben die Basis für präzise 3D-Daten, aber auch andere Modalitäten wie Blickrichtungen anschauen, Body Pose, also hat der Mensch irgendwie vielleicht seine Beine auf dem Dashboard oder so und sollte man den Airbag vielleicht jetzt nicht auslösen. Und wir können auch on top dann auch eben noch Augmentierung draufsetzen, also im Prinzip synthetische Aspekte noch hinzufügen, einfach um das Portfolio noch weiter zu erweitern. Unser Ansatz ist einfach, wir nehmen das auf, was schwer ist zu modellieren. Das ist vor allem Human Interaction, also wenn man sich bewegt. Das kann man auch natürlich simulieren. Man sieht ja die ganzen 3D-animierten Filme, aber man weiß auch, wie viel Geld da reingeht, um die eben so schön zu animieren. Und da ist es sehr viel günstiger, das einfach aufzunehmen, vor allem wenn man eine hohe, diverse Spannbreite an Aktionen haben möchte. Um sich das auch noch mal ein bisschen besser anzugucken, habe ich ein Video mitgebracht. Ich hoffe, das spielt jetzt ab, wenn ich mich noch einmal klicke. Sehr gut.
Also hier sehen wir quasi die 3D-Rekonstruktion überlagert mit den Farbwerten und man kann sehen, dass man jetzt virtuell in diesem Raum herumschwenken kann. Man sieht auch ein paar Artefakte natürlich, weil es halt echte Daten. Und jetzt kann man eben die Body Pose eben ausrechnen und kann das aber auch noch nutzen, um mit Face Mesh und andere Sachen diese Menschen zu augmentieren, indem man zum Beispiel Brillen aufsetzt oder andere Sachen, wie gleich noch gezeigt. Sonnenbrillen zum Beispiel auch oft eine Sache, wohin guckt der Mensch, wenn er eine Sonnenbrille aufhat. Wir können es sagen, quasi einmal vorher, nachher, weil wir es einfach virtuell nochmal nachstellen können, gucken, wie verhalten sich denn diese Systeme. Ja, genau. So, und das macht natürlich irgendwie überhaupt die gesamten Datenkampagnen, wenn man jetzt mehr als eine Plattform hat, natürlich sehr viel schneller. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Setup-Kosten am Anfang, weil man eben so ein krasses Multi-View-Stereo-Setup da irgendwie hinbuxieren muss und das aufbauen muss. Das ist erstmal eine Anschaffung und der Einladung ein bisschen teurer. Aber am Ende, wenn man eben diese ganzen Daten übertragen kann auf eine große Fahrzeugflotte, dann lohnt sich das natürlich, weil man all diese Schritte in der Kampagne nicht x-mal wiederholen muss und man kann auch am Ende dann einfach gucken, wenn was schief geht, liegt es jetzt daran, dass irgendwie meine Geometrie sich geändert hat oder ist mein Algorithmus irgendwie wirklich schlechter bei diesen Arten von Bewegungen, die ich eigentlich erkennen möchte. Das macht Fahrzeugsysteme zuverlässiger und die Anwendungen sind da natürlich ganz viel beim DMS, Driver Monitoring Systems und OMS, Occupancy Monitoring Systems, also wenn man sich wirklich die gesamte Fahrerkabine angucken möchte. Wenn da zum Beispiel irgendwie ein Baby hinten auf dem Rücksitz vergessen worden ist oder so, dann hilft das enorm, um tragische Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Das ist jetzt nicht nur ein reines Forschungsprojekt, wir arbeiten schon mit Kunden zusammen, die nutzen das System live, wollen es auch kaufen und ja, sind da sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ist für sichere KI-Systeme. Vielen Dank. Dann bleib ruhig noch ein bisschen bei uns. Wir Mhm. haben wie bei den anderen auch eine kurze Möglichkeit noch für eine Q&A. Gibt es Automotive-Interessierte im Publikum, die ein bisschen was genauer wissen möchten? Falls nicht, man kann das auch auf sehr viele andere Domänen anwenden. Wir kommen ursprünglich aus Others, hatten aber auch schon sehr viel Erfahrung mit AR, VR oder auch Robotik. Also ich komme auf jeden Fall nachher zu dir. Mhm. Ich habe nämlich auch was Interessantes, wo wir uns darüber austauschen müssen. Sehr gerne. Gell? Ich freue mich auf jeden Fall. Danke. So, dann kommen wir zu AI on Demand. Brianna, komm zu uns on stage. Bitte schön. So, Brianna, wir haben uns schon ausgetauscht. Wir treffen uns auch in knapp 2 Wochen auch wieder auf der Slush auf der Bühne. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ihr baut eine Plattform, gefördert von der EU, für die Industrie, einen One-Stop-Shop mit verschiedensten Lösungen. Und da freuen wir uns drauf, dass du uns erzählst, was ihr im Bauchladen sozusagen habt. Genau. Take it away. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich mal zur Slide. Hi, mein Name ist Brina Kellen und ich bin vom KI-Bundesverband. Und der KI-Bundesverband kennt vielleicht schon einige von euch, ist Deutschlands größtes KI-Netzwerk. Wir haben mittlerweile fast 600 Mitglieder, verstehen uns als Netzwerker, Interessensvertreter und auch als große Partner von vielen öffentlichen Projekten, unter anderem eben EU-geförderte Projekte wie die AI-on-Demand-Plattform. Und die AI-on-Demand-Plattform, ich würde jetzt in einem normalen Vortrag würde ich vielleicht ein bisschen auf fragmentierte Landschaft in der EU eingehen. Ich würde darüber reden, wie wir klasse Research haben, aber leider es nicht schaffen, den Brain Drain aufzuhalten. Und ich würde das alles hier ein bisschen nochmal in Szene setzen, aber ich glaube, das wissen vielleicht hier auch die meisten schon. Deswegen gibt es dieses Projekt, und zwar die KI-Plattform AI on Demand, die genau dieses Problem lösen will. Also wir kommen jetzt mit einer Lösung zu euch und nicht mehr wieder diese europäische Landschaft hier darstellen. Genau, und wir arbeiten zusammen bei diesem Projekt. Wir sind 2 europäische geförderte Projekte, die probieren eben eine KI-Plattform aufzubauen, die die ganzen fragmentierten KI-Lösungen, die es in Europa gibt, in diesem wunderbaren KI-Ökosystem in einem Ort zusammenzubündeln. Wir haben da 2 Fokussierungen, und zwar einmal, und seht es mir bitte nach, dass die Slides auf Englisch sind, weil normalerweise macht das auf Englisch auch alles. Wir haben hier zwei Gateways sozusagen. Wir haben einmal nämlich unsere Zielgruppe Forschung und die andere Zielgruppe ist für uns die Industrie. Und wir wollen diese beiden
Bereiche wollen wir abholen mit unserer Plattform, indem wir die Ressourcen, die da entstehen, gemeinsam bündeln. Unsere Mission, die sich daraus ergibt, ist dann also eben unsere Landschaft einfach durch eine Plattform, durch gefördertes Geld, mit den ganzen Chancen, die die EU bietet, zusammenzubündeln in einem One-Stop-Shop, wie du es so schön vorgestellt hast. Genau, unsere Vision ist eben, dass KI dadurch einfach den notwendigen Boost bekommt, damit wir uns als Gemeinschaft, als Community stärken können und auch, um ehrlich zu sein, wettbewerbsfähig werden können. Hier habe ich ein paar USPs für euch. Und zwar, ich glaube, das meiste habe ich euch schon mal ein bisschen erklärt. Wir haben eine Plattform, die alle verschiedenen KI-Tools miteinander vereinbaren sollen. Das sind zum Beispiel 500.000 AI-Assets wie ein Metadata-Katalog, aber wir haben auch Experimente mit Rail beispielsweise, AI-Bilder und viel mehr. Auf der industriellen Seite haben wir eine interaktive Landschaftskarte, bei denen viele verschiedene Startups, aber auch SMEs zusammenkommen und ihre Lösungen anbieten können. Das heißt, falls es hier interessierte Startups gibt, kommt gerne zu uns an den Stand und wir erzählen euch ein bisschen mehr über die KI-Plattform. Genau, das meiste von hier habe ich jetzt schon ein bisschen genannt. Ihr könnt euch das gerne nochmal durchlesen. Wie gesagt, das Projekt hat einen sehr großen europäischen Spirit und ich glaube, das Wichtigste dabei zu erwähnen ist, dass wir wirklich an diese europäische Vision von KI auch glauben und wirklich den Need darin sehen, zusammenzuarbeiten in diesem Feld. Und wir hoffen, dass durch unsere Plattform das erreicht wird. Und genau, falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr ein bisschen genauer über Partnerschaften oder weiteres reden möchtet, dann könnt ihr gerne gleich im Raum nebenan kommen. Vielen Dank. Das war viel zu schnell. Danke. So, ganz herzlichen Dank auch dich nochmal für den interessanten Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ist der Zugang kostenlos? Ja. Ich darf vielleicht auch noch eine interessante Frage stellen als überzeugter Europäer. Ich lese hier ganz viele Werte, die sehr wichtig sind für uns alle als europäische Teilnehmer an diesen KI-Lösungen. Trustworthy, No Login, ja, sehr wichtige Themen. Nicht abhängig zu sein oder ausgesperrt zu werden aus gewissen Details dabei. Was sind denn die Kriterien, wenn ich jetzt Teil der Plattform werden will, dass ich trustworthy bin? Hosting und so weiter. Was geht ihr da? Genau. Nach welchen Kriterien sortiert ihr? Gut, man muss dazu auch sagen, wir sind noch ein bisschen in unserer Beta-Phase. Das heißt, solche Geschichten wie Trustworthiness, die werden eben noch ausgearbeitet, weil man eben auch gucken muss, wie der AI-Act sich entwickelt und wie die nationale Implementierung letztendlich sein wird. Aber wir legen sehr viel Wert darauf, europäische Firmen nur in unsere Plattform aufzunehmen, GDPR-konform und wie gesagt, eigentlich auch AI-konform, aber das ist Sicherlich auch hosted in der EU. Genau, ja. exakt. Okay. Ja, danke Herzlichen schön für die Dank. Frage. Sehr interessant. So, insofern bedanke ich mich beim Auditorium und entlasse euch in die nächste Kaffeepause. Ganz herzlichen Dank. Und wenn noch Fragen sind oder Austausch gewünscht ist, die Startup Area ist offen und wir freuen uns auf möglichst viele Besucher und Austausch untereinander. Gell? Danke.